Alrighty then Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget und heute wollen wir uns mal die Elevator Rewards abholen, aber vorher müssen wir noch zu anderen Awards gehen oder Rewards oder Awards. Die Steam Awards Nominations, ja, da sind wir angehalten worden, natürlich über die Social Media Kanäle von Shakes and Fidget, doch Shakes and Fidget auch zu nominieren. Und das wollen wir uns gleich mal angucken. Ich habe jetzt mal durch viele Kategorien gepusht und mir ist aufgefallen, Leute, ich kann fast gar nichts anwählen. Ich habe keine Spiele tatsächlich gespielt. Also beim Soundtrack Stronghold, theoretisch hätte ich das nominieren können, weil ich habe Stronghold, die ganzen alten Editions, aber ich habe halt nicht diese neue Edition gekauft. Ich weiß auch nicht, ob ich es machen will. Ich habe es zuletzt sehr selten gespielt und dann bin ich einfach jemand, der kaum neue Spiele kauft oder spielt. Ich spiele immer so ein paar Spiele, die ich halt ewig habe, solange wie es läuft. Ne? Das war schon immer so. Da könnte ich euch Storys erzählen. Ja, wenn man jetzt hier so hochscrollt, konnte ich echt nicht viel auswählen. Aber wir kommen mal zur ganz interessanten Kategorie für uns. Und zwar Preis für das Werk der Liebe. Dieses Spiel ist bereits seit einer ganzen Weile auf dem Markt. Und ja, es zeigt einem, wenn man sich da angemeldet hat auf der Seite, also ich verlinke euch das natürlich nochmal, da könnt ihr heute noch abstimmen bis 19 Uhr. Und es zeigt dann einem die Spiele an, die man halt auch selber gespielt hat. Und man sieht, dass natürlich Shakes and Fidget hier dabei ist. Meine Spielstunden, irgendwie 6000 Spielstunden fast auf Steam. Gut, ich muss sagen, ich glaube, es zählt nicht die aktive, sondern wenn man das Game einfach geöffnet hat. Und bei einigen dieser Spiele hier stimmt das nicht ganz. Aber Leute, ich liebe auch PUBG. Ich habe zwar lange Zeit erst nicht gespielt. Ich habe zuletzt wieder angefangen, PUBG zu spielen. Regelmäßiger. Und ich liebe auch Rocket League. Also seitdem das auf dem Markt ist, ja, mehr oder weniger suchte ich das. Und ja, also die würde ich auch sehr gerne nominieren. Aber klar, nominiere ich jetzt hier natürlich Shakes and Fidget nicht nur, weil ich natürlich Partner bin von Player Games. Nein, es ist einfach das Spiel von diesen, was schon am längsten mein Leben auch begleitet, von denen, was ich noch aktiv spiele. Ich habe andere Spiele früher auch gesuchtet. Wie gesagt, ich könnte euch Storys erzählen, aber Player Games ist da dabei. Ne? Übrigens Yu-Gi-Oh! Duel Links habe ich auch noch installiert, könnt ihr auch noch nehmen. Among Us habe ich auch eine ganze Weile mit einer festen Gruppe immer gespielt. War sehr geil gewesen. Ja, ich nominiere jetzt hier natürlich Shakes and Fidget. Ich weiß nicht, wann oder wieder die Ergebnisse kommen, auf welchem Platz Shakes and Fidget landen kann. Ich denke natürlich, dass die Communities in den Games hier größer sind, aber hey, why not? Also stimmt gerne auch für euch ab, geht eure Kategorien durch, auf die ihr Bock habt hier und ja, vielleicht findet ihr noch andere Spiele, die ihr hier nominieren könnt. Wäre natürlich ganz geil. Aber kommen wir zurück zu Shakes and Fidget und ja, ich hatte ja mal so einen Elevator-Zwischenstand gepostet. Wir werden uns jetzt die Rewards angucken, die Statistiken, falls euch die interessieren, ja, also im Vergleich auch mit dem letzten Elevator, dann kann ich die euch gerne nochmal in so einem separaten Video packen, da zeige ich euch einfach nochmal die Tabelle, also schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es sehen wollt, ansonsten würde ich jetzt erstmal nur so für mich durchgehen und uns am Ende vielleicht auch nochmal die Overall-Liste angucken. Leute, und wir sehen als erstes in die Overall-Liste rein und da sieht man jetzt natürlich einen relativ großen Unterschied zu früher, wo Server1.de der stärkste Server war mit den meisten Gilden, die eben über 2 Millionen Held-Token generiert haben. Ja, ist jetzt nur noch Rang 4 mit W50 zusammen. Erstmal Hut ab, W50 immer noch ganz krass dabei. S2 Tschechien und F3 Italien sind auch mit an Bord und darüber sind 3 Fusionsserver, also F5 Spanien mit 30 Gilden haben die es geschafft, F4 international und F6 Frankreich mit 17. Also das sind die Server, die meisten Gilden über 2 Millionen Held-Token stellen. Ich sag mal so, ne, die polnische Fusion kommt ja und wenn man jetzt mal guckt, S6 Polen, S8 Polen, S40 Polen, obwohl S40 ist wahrscheinlich nicht dabei. Ich weiß nicht, wie viele Server S3 Polen, S1 Polen. Also, wenn die polnische Fusion stattfindet, dann wäre die auch in der Lage, hier oben mitzuspielen. Höchstwahrscheinlich, wenn alle Spieler da noch dabei sind aktiv, ja. Und die meisten Held-Tokens wurden generiert von Ritter des Anduril mit 5,5 Millionen auf S1.de. Die haben nochmal 25.000 mehr gemacht als zuletzt, also da waren sie auch auf Rang 1. Jetzt haben sie sogar mehr geschafft. Auf Rang 2 Phoenix, beim letzten Mal sind es auch Phoenix gewesen. Die hatten ja, da auch ein deutlich besseres Ergebnis sogar. Und jetzt zum Beispiel die Gilde Friends auf S2.de, die, ja, die ist vom Gesamtergebnis jetzt hier
zurückgefallen, ja, auf Rang 13, obwohl sie Hell-Tokens gut gemacht haben. Also einige Gilden, gerade auf den Fusionsservern, sind da echt vorgepusht, aber auch auf den ungarischen Servern, das sind echt sehr, sehr krasse Geschichten. Und jetzt will ich natürlich mal gucken, wo wir dabei sind. Ja, also ich möchte mal die God's Army suchen. Ja. God's Army ist auf Rang 390 gerutscht mit 2,453 Hell-Token. Die waren letztes Mal gar nicht in der Liste dabei. Ja, liegt natürlich daran, weil einige der Elevators mit reingejoint sind. Die haben zu diesem Ergebnis geführt. Auf Server 7 Deutschland sind sie die drittstärkste Partei gewesen. Gucken wir uns gleich nochmal an. War auf jeden Fall ganz nice. Ja, Everpeace auf Server EU1, wo ich jetzt nicht drin bin. Ich war ja in Everlight, glaube ich. Die sind Rang 2 auf S1 EU gewonnen und Rang 200 in die Top 200 reingerutscht. Das ist auch eine sehr starke Leistung. Ja, und die Order 66 hat es mit diesem Gildennamen auch geschafft, auf Server 5 EU als zweitstärkste Gilde sind sie auf Rang 532 gerutscht. Das ist natürlich nicht ganz so weit vorne, aber hey, der Server ist verhältnismäßig auch noch neu und da wird man dann beim nächsten Elevator schon auch nochmal einen kleinen Vorsprung sehen und wenn die meisten Leute dann aus der Dungeon-Pause sind, natürlich dauert das wahrscheinlich noch ein paar Elevatoren. Da können wir auch die Order 66, ich hoffe, dass wir die Order 66 dann auch in anderen Bereichen sehen mit einer 3 vorne, also das wäre geil. Ja, und Welten im Wandel gibt es zweimal. Auf Server 3 EU sind Welten im Wandel auf Rang 1 gekommen. Das ist so geil. Server 3 EU. Wusste ich gar nicht, dass Welten im Wandel da so stark unterwegs ist. Aber die Gilde, um die es mir natürlich geht, ist Welten im Wandel auf Rang oder auf Server S41.de Rang 1 geworden. Tatsächlich mit weniger Hell-Tokens als zuvor, weil auch ein paar starke Spieler geliefert sind. Vielleicht wurde auch nicht ganz so krass gepusht. Trotzdem, man ist endlich auf die 1 gerutscht. Und das ist was ganz Besonderes. Das war lange Zeit nie der Fall gewesen. Leider spricht es nicht ganz für den Server. Server 41.de ist höchstwahrscheinlich, ist überhaupt nur zweimal vertreten in der Liste. Der Server ist leider nicht mehr so stark, wie er mal gewesen ist. Dennoch freut es mich und wir sind immerhin auch Rang 206. Das ist auch keine schlechte Leistung. Und ich hoffe, die Leute machen einfach weiter so. Es gibt Server, die sind schwächer, Gilden, die sind schwächer und man hat ja immer auch noch das Ziel auf dem Server vielleicht auch Rang 1 zu werden in der Hall of Fame. Ja, da holen wir uns mal die Rewards ab. Es gibt noch ein paar andere Gilden, wo ich ja auch dabei gewesen bin, die sind jetzt nicht dabei. Hier zum Beispiel auf EU8, okay, also da sind wir 202 gewesen, da war jetzt nicht viel drin, aber trotzdem Legendary Stein auf EU8. Das ist für viele, viele Spieler der erste legendäre Stein. Wir haben ja gesehen, wie stark die Steine bei den Top-Spielern sein können mit ungefähr, ich sag mal, 500 plus. Bei mir ist er immerhin auf eine 99, den gönne ich mir natürlich in die Waffe rein und dann können auch noch mal ein paar Dungeons hier gelegt werden, möglicherweise. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir gehen mal auf den F6-Server rüber. Da bin ich mit meinem, sag ich mal, relativ low-budget gespielten Aufhol-Necromancer oder keine Ahnung, wie lange ich den tatsächlich spiele. Also wenn ich sehe, wie krass die Leute teilweise abgehen mit dem Necromancer, spiele ich da überhaupt keine Rolle. Trotzdem sind wir hier 22. geworden und können wir mal gucken, da bin ich mit meinem Level jetzt hier auf 78. Das stimmt eigentlich nicht, also die Anzeige ist falsch. Ich habe höher gespielt im letzten Tag. Und da schauen wir mal an, was wir hier für einen legendären Stein bekommen. Ist auch mein erster 438, also da sieht man, selbst der Stein ist nicht so gut wie der Top-Stein der Spieler auf EU8. Also das ist schon mal und wir haben eine 901er Ritterhalle, also das liegt natürlich an meiner Mine, die ist halt nur Level 10 und das Level ist ähnlich, aber es liegt an der Mine. Trotzdem, ich hatte eigentlich vor, tatsächlich, wenn wir mal auf dem Server sind, übrigens eine andere Gilde zu joinen, aber die war letztendlich sogar schwächer. Also deshalb joine ich jetzt auch da nicht, da bleibe ich jetzt hier in der drin. Die hat sich hinten raus echt gemausert. Ja, stimmt, auf EU4 habe ich auch ein bisschen gespielt, bei der Undead Army, weil das eben eine Rang 6 Gilde ist. Hier reichen die Hell-Tokens nicht, also EU4 hat es nur eine Gilde über 2 Millionen Hell-Tokens geschafft.
auch da gab es eine Order 66, deshalb dachte ich, die ist vielleicht dabei, aber insgesamt ist der Server dann auch nochmal schwächer einzuschätzen in der Spitze als auf EU5. Hier könnte es sogar passen. Hier habe ich am letzten Tag, glaube ich, nicht ganz so viel gespielt. Trotzdem Rang 33 und wir holen jetzt den Reward. Aber so, hallo. Klar, nehmen wir uns den mit. Wo ist denn jetzt hier der Stein? Hallo? Wo ist er? Wo ist er denn? Da muss ich mal schnell hier einlünzen. Aber ansonsten spiele ich den Server jetzt ja nicht mehr so extrem. Also wollte ich ja eh schon gar nicht mehr machen. So, da ist er. 467. No, der ist jetzt nicht viel besser als der andere, den ich habe. Aber hey, komm, der wird einfach in die Waffe getaked. Ist egal, ob ich hier noch spiele oder nicht. Geht einfach rein. So, dann schauen wir auf EU7, die Tactical Bunnies. Ja, da hatte ich mich zuletzt nochmal ein bisschen hochgepusht, auch im Level. Tactical Bunnies, die sind auf Rang 24 jetzt geendet. Also keine Ahnung, warum es hier immer die 20 minus anzeigt. Das ist ein Anzeigefehler. Definitiv habe ich hier am letzten Tag auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen gespielt. Also man sieht es auch hier, Gerpion hat es auch gemacht. Und da haben wir ja auch hier wenigstens schön legendären Stein bekommen. Auch auf dem Server. Schauen wir mal, wie sieht es da überhaupt aus. Ja, lässt sich noch schwer einschätzen, wie stark der Server tatsächlich dann ist. Aber hier waren relativ knappe Ergebnisse. Das sieht immer ganz geil aus. Knappe Ergebnisse fährt. Oh, der Stein ist sehr lecker. Der gefällt mir. Also hier muss ich auf die 300 noch gehen. Und die Gilde selber, ja, die hat jetzt den nächsten Raid geschafft. Also mit 50 Raids in petto könnte es sein, dass ich dann liebe. Dann muss ich ja auf jeden Fall mal beim Gemüsegarten vorbeigucken und dort ein bisschen Randale verursachen, würde ich mal meinen. Nein, natürlich nicht. Wir will bloß mal die Leutchen da auch angucken. Ja, das Geile ist auch, dass mehr Leute jetzt schreiben, tatsächlich die auf EU8 meinen Gildenvergleich feiern, auf verschiedenen Servern. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch ein Video, was ich ein bisschen promotet habe, auch in-game habe ich ein paar Gildenleiter angeschrieben, habe gesagt, hey, hier, ihr seid dabei, gute Leistung. Und ohne dass ich jetzt darum gebeten habe, dass es geshared wird, aber habe da einiges Feedback bekommen. Also, weil ich habe Angst, dass die Leute, um die es eigentlich geht, die ich ja auch ein bisschen vorzeigen will, das gar nicht sehen. Und das wäre ja auch schade. Ne? Also irgendwo. Für die mache ich es ja so ein bisschen. Genau. Das waren also jetzt die Server, wo jetzt nicht ganz so krass abging. Guck mal gleich mal, Account basiert auf EU5 und gönnen uns jetzt das erste Profilbild. Wie gesagt, Tavernenflotte, da war kein Weg vorbei. Aber im Vergleich mit EU4, wir haben 4 Gilden über 2 Millionen, also Heimathafen und Telnet war auch knapp. Und selbst hier im Verfolgerfeld haben wir wirklich gute Gilden dabei. Der Server ist in der Breite stärker. Es ist ja halt auch ein 5er-Server, also der wird wahrscheinlich beim nächsten Elevator vielleicht noch nicht, aber wie gesagt, sobald die Leute hier gerade in den Gilden aus der Dungeon-Pause sind, wird sich der Unterschied wahrscheinlich nochmal zeigen. Klar, auf EU4 sind auch einige möglicherweise in der Dungeon-Pause. Vielleicht gibt es da nochmal einen Elevator, wo sich das Blatt ein bisschen wendet, aber im Moment muss man einfach davon ausgehen. So, Reward claimed und so ein Profilbild, muss ich ganz ehrlich sagen, sieht recht hübsch aus. Wir haben einen schönen Stein bekommen. Ich habe die Mine noch mal einmal hochgesetzt, ansonsten habe ich gar nicht so viel geblättert auf dem Server zum Event, weil ich ja erstens in der DP bin, aber ich habe meinen Gear ein bisschen angepasst, da kann ich auch mal demnächst mal so ein kleines Video drüber machen. Ich bin jetzt tatsächlich nicht der krasseste Experte, aber kann vielleicht den einen oder anderen Tipp für Spieler geben, die ins höhere Midgame kommen, sage ich mal. Also für mich ist das derzeit noch Midgame, aber schon höheres Midgame. Der Server ist ja, wie gesagt, noch nicht mal ein Jahr alt, also von daher passt das für mich auch. Also ist bei weitem noch nicht mal ein Jahr alt. Also das darf man halt immer nicht vergessen. Also man kann das Thema nach Stufe definieren, aber man kann auch sagen, hier, übrigens machen wir mal schnell die Toilette voll und gönnen uns jetzt Aura 14. Ja, schade, leider. Kein geiler Stuff, aber immerhin viel Gold. Auch nicht schlecht. Nee, also das passt. Hier schauen wir nochmal ins Ergebnis. Hier bin ich also das stimmt nicht. 192 war meine finale Etage. Ich habe bis zum Ende gepusht. 51.000 Held-Tokens, 9. Platz. Damit bin ich zufrieden in der Gilde hier, definitiv. Denke ich, habe auch gut supportet. Also wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass ich in die Top 10 komme. Ich habe relativ viel Schokolade geholt, nicht immer. Hatte nicht immer viel Zeit, aber so bin ich echt happy. Und wie gesagt, das ist ein Anzeigefehler, Leute. Also ich habe auf jeden Fall am letzten Tag gepusht.
gepusht, weitestgehend. So, und dann gehen wir nochmal weiter in die anderen Server. Schauen wir mal eben auf Server 7. Da ist ja Gods Army 3. Platz gewonnen. Da können wir uns auch ein Profilbildchen wieder abholen. Ja, wir waren letztes Mal auch 3. mit den Elevators. Jetzt sind wir 3. mit Gods Army. Mit wem wir 3. sind, ist vollkommen wurscht. Hauptsache Profile Picture. Und ja, die 7 Punkte, die würde ich jetzt mal tatsächlich dann nicht extra mitnehmen, sondern hier reingehen. Ja, also ich habe jetzt zum Elevator auch relativ viel gespielt hier auf dem Server. Wie aktiv ich jetzt darüber hinaus spiele, weiß ich halt nicht. Ich will nicht so viel versprechen, aber wir können uns nochmal angucken. Wir gehen mit 2,4 Millionen Haltungen. Die anderen beiden sind echt weit vorne, also da ist so schnell nichts zu holen. Aber ich bin in der Gilde 18. Platz geworden mit 59.000 Haltungen. Auch hier bin ich bei 214 geendet, weitestgehend. Ja, bin auch sehr zufrieden im Vergleich. Viele Leute natürlich, wie gesagt, von Elevators hochgekommen, also Dreamscape, Nightstar und auch andere Spieler hier. Und trotz Fear of God, Rebel, also ich bin da trotzdem sehr, sehr zufrieden mit der Performance insgesamt. Auch klar habe ich hier ein paar Pilze, mehr Pilze vielleicht ausgegeben als sonst. Nicht jeder kann die Pilze investieren, also ich will da nicht flexen. Ja, wenn jetzt so ein Spieler über Free-to-Play spielt, dann ist es halt so zum Beispiel, oder weniger Pilze ausgibt, dann ist es so. Trotzdem, für mich persönlich bin ich da sehr zufrieden und denke, ich habe da auch guten Support für die Gilde geleistet. Dann gehen wir eben auf EU1. Dort war ich eben bei Everlight. Everlight ist von den 3 Gilden, die zusammenspielen: Everlight, Everlast und Everpeace. Everpeace mit 2,8 Millionen, knapp an Poena Capitis gescheitert. Hier kriegen wir natürlich kein Profilbild, aber auch einen schönen Stein. Den nehme ich tatsächlich mal in die Waffe rein. Der ist recht strong. Hier gehen wir mal raus. Und ja, hier bin ich in der Gilde. MVP ist wieder reingekommen. Der war in einer anderen Gilde und Black war auch in einer anderen Gilde. Aber hier habe ich mit 56.000 Held-Tokens und Etage 201 geendet. Und hier hätte ich tatsächlich... ich hätte das Potenzial gehabt, auch bei Everpeace mitzuspielen. Also die meisten Leute bei Everpeace hatten tatsächlich über 50.000 Held-Tokens auch. Also ich hätte nicht viel ausgemacht im Endergebnis, aber es hat mich ein bisschen gereizt. Also ich habe wahrscheinlich Bock auf dem Server im nächsten Elevator. Also ich hoffe, ich habe auch die Zeit dafür, wenn ich ähnlich viel Zeit habe wie dieses Mal, dass ich auch versuche, in der Gilde dabei zu sein, die halt um Rang 1 mitspielen kann. Und vielleicht noch ein bisschen was rauszukratzen. Ich hätte sicherlich von Anfang an ein paar mehr Etagen ballern können. Hätte natürlich immer wieder die teuren Schleckereien kaufen müssen und viele Pilze ausgeben müssen für die Tries. Das habe ich nicht zwingenderweise gemacht. Da wäre noch ein bisschen mehr drin. Juckt vielleicht schon. Ich meine, ich bin jetzt hier in der Downpause, aber auch hier kann ich natürlich Armor und sowas noch ein bisschen was verbessern. Also da geht noch ein Ticken. Ja, mal sehen, ob es dazu kommt. Je nachdem, wie sich die Gilden auch entwickeln. Also hätte mich aber tatsächlich auch gejuckt, hier ein Profilbild zu kriegen, tatsächlich. So, und ja, da gehen wir jetzt natürlich last but not least, ne? Vor allen Dingen nicht not least, auf mein Main rein und gönnen uns jetzt hier das Profilbild. Erstmal nochmal das extra Gold von der Kiste und jetzt hier, jawohl, 501 Millionen Gold nochmal auf die Kralle, das nehme ich gerne mit. Ist schön. Das sind 50 Skillpunkte, also und ein Stein fast über 1600. Der ist auch sehr hübsch. Ja, da hatten wir schon mal hatte ich einen bekommen, 1543. Ich glaube, das ist der schwächste, den ich hier habe. Den nehme ich natürlich auch gerne mit. Kann ich dann auch gleich nochmal skillen. Aber wie gesagt, wir schauen hier nochmal rein. Welten im Wandel. Also der Server ist in der Breite leider wirklich abgefallen. Aber ja, unser interessiertes Gildenergebnis, und hier bin ich mit 338 geendet, 118.000 Held-Tokens. Na klar, bei Weitem mein bestes Ergebnis ever im Elevator, und auf diesem Server wird es tendenziell auch so weitergehen. Einige sind weitergekommen, haben aber immer nicht jeden Tag gespielt oder vielleicht keine Schokolade mitgenommen. Ich habe hier auch sehr viel Schokolade mitgenommen. Ich bin aber nicht gleich am ersten Tag sehr weit hochgegangen. Ich war tatsächlich nach den ersten 3 oder 4 Tagen, glaube ich, knapp auf Etage 300, weil ich natürlich alles mit Schokolade mitnehmen wollte. Und ja, hinten raus dann so über 310 bis 330 gab es viele, viele Nicht-Magier tatsächlich. Das war mir gar nicht klar. Und ja, als ich das dann gemerkt habe, hätte ich vielleicht doch schon eher ein bisschen höher pushen können, weil auch dort, sage ich mal, viele Siege immer drin waren. Beim nächsten Mal werde ich definitiv wahrscheinlich gleich
zu Beginn so weit gehen, weil eins ist klar, wir skillen bis zum nächsten Elevator schon wieder so viel Punkte. Ich habe jetzt Ausdauer geskillt, ich will Ausdauer auf 100.000 jetzt auch mal haben oder auf 500 Millionen Lebenspunkte. Ich muss ja auch beim Piccolo, beim Progress schön bei den Stats dabei sein. Und ja, bin mega happy mit dem Ergebnis, dass wir Erste sind, dass ich auch gut performt habe, dass ich es geschafft habe. Wirklich mal, eigentlich, ich hatte nur einen Tag, wo ich es nicht geschafft habe zu spielen, das war der Samstag. Das heißt, am Sonntag musste ich dann 40 Etagen aufholen. Aber das Gute war, da konnte ich eben auch viel Schokolade aussetzen. Also man hat nicht viel verloren. Ja, die Gilde auch nicht. Also wenn man einen Tag mal aussetzt, ist es kein Problem und vor allen Dingen war es nicht der wichtige Tag. Der erste und der letzte Tag sind die wichtigsten und die habe ich mitgespielt und ja, hoffe, dass die Leute auch alle am Ball bleiben. Von daher, dass wir dann diesen Titel auch, ja, ich sag mal so, dass man diesen Titel auch halten kann. Und warum haben wir letztendlich gewonnen? Also wir haben 4 inaktive Spieler, aber dabei sind wir serverübergreifend eben noch relativ gut. Also die anderen Gilden haben mit mehr inaktiven Leuten zu kämpfen. Ja, dann ist vielleicht auch die Pilzbereitschaft noch so ein Thema. Und bin froh, dass ich hier von Anfang an durchgezogen habe, trotz aller Hindernisse. Viele Spieler, die Potenzial hatten, die aufgehört haben. Man war ewiger Zweiter auf dem Server und ich bin froh, dass ich durchgezogen habe. Ich habe immer gesagt, ich will diesen Chart durchziehen. Ich habe auch hier sehr viel versäumt, will ich nicht abstreiten, aber ich habe hier echt einen geilen Char und den spielen wir weiter. Mit dem möchte ich einiges erreichen. Ich muss hier auch noch Dungeons machen. Also ich habe hier noch viel zu tun und vielleicht schaffe ich auch wieder einen Dungeon. Ich muss mir das mal angucken demnächst. Und ja, der Assassine, der bockt einfach nach wie vor. Und ich sehe es auch bei den ganzen Serverstarts, ja, es macht Spaß, aber schaut man sich dann mal so einen Char an mit solchen Werten, kann man wirklich, also da muss wirklich viel passieren, dass ich den nicht spiele. Also bei aller Liebe, der ist und bleibt mein Main, auch wenn er nicht immer 100% effektiv geht, bleibt er mein Main. So, das war's dann von mir. Ihr habt alle meine Elevator-Punkte gesehen. Wie gesagt, so eine Tabelle im Vergleich zum letzten Elevator werde ich mir selber aufsetzen, kann ich auch nochmal zeigen und vergesst definitiv nicht das Voting, was wir angesprochen haben. Die internationale Elevator-Liste hier, die kriegt ihr auch nochmal in die Videobeschreibung und wir haben eben genau hier die Steam Awards, ne? Also wo ich ja eben Shakes and Fidget gerne nominiert habe. Das war's von mir, Leute. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Haut auf jeden Fall rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti. Tschüss.